Ich weiß, ich habe gesagt, ich fasse das Ding nie wieder an und ich habe auch eine klare Meinung zu dem Teil, habe die aber nie mit Fakten untermauert. Von daher, was kann der China-Begraser wirklich? Denn es gibt nach wie vor Stimmen in diesem Internet, die meinen, das Teil wäre der absolute Knaller, allein wegen des Preises. Von daher, lasse das knallen und funken. Das Gerät, das ich hier im Test habe, gibt es so oder so ähnlich bei Amazon, eBay oder Alibaba. Meiner ist von Satzolei und bei Amazon gekauft. Hat damals noch 23 Euro gekostet, rangiert jetzt aber auch schon bei 32. Man kann ihn auch im Sparabo beziehen, beliebtestes Lieferintervall ist hier ein Monat. Ob das Rückschlüsse auf die Qualität zulässt oder nur mal wieder ein kaputter Amazon-Algorithmus ist, muss jeder für sich selbst entscheiden. Im Lieferumfang enthalten ist der Begraser an und für sich, ein Pinsel, eine Anleitung in Englisch und Chinesisch und ein Beutel Grasfasern, vermutlich 2 oder 4 Millimeter. An und für sich eine gute Idee, da kann man gleich mal lostesten. Nur Kleber ist dann doch keiner dabei, den muss man leider selbst beisteuern. Antreten muss das gute Stück mit der etwas gewöhnungsbedürftigen Form natürlich gegen den Sieger der 3 Flockatis, den RTS Greenkeeper 35 kV. Als Grasfasern kam zum Einsatz, was gerade rumlag. 2 mm Frühlingsgrün von MBR, 4 mm Pasture von WWS, 6,5 mm Frühherbst von Mini Natur und 12 mm Winter von WWS. Da der Satzolei nur mit einem Sieb kommt, müssen alle Fasern da durch, egal wie lang. Der Greenkeeper bekommt natürlich den Faserlängen entsprechende Siebe. Bevor jetzt jemand schreit, dass das unfair wäre, hier ein Zitat aus der Anleitung. It has been suggested that the length of the grass powder is more than 5 mm, which is more effective. Ich bin hier also nur dem Ratschlag der Anleitung gefolgt. Der Satzolei lädt anders als bei den 3 Flockatis das Gitter direkt am Sieb auf. Das heißt zum einen, die Gegenpolklemme muss Kontakt mit dem Werkstück haben, sonst fliegt das Gras wieder nach oben. Sagt zumindest Martin Rees von WW Senix und der sollte es ja wissen, der baut vernünftige Begraser hauptberuflich. Und es ist saugefährlich, da die Spannung direkt am Sieb anliegt. Was noch zum Beispiel mit einem entsprechenden Gitter gegen Berührung absichert, kann hier gar nicht gesichert werden, das komplette Gerät würde sonst nicht funktionieren. Und man muss jedes Mal das Sieb entladen, damit man gefahrlos neue Fasern einlegen kann. Was zu der Knallerei führt und den Geräten den Namen China-Böller eingebracht hat. Zumindest weist man aber auf die Gefahr hin. Sonst hätte man vermutlich gar kein CE-Zeichen bekommen, das sich im Übrigen nur auf der Verpackung befindet. Vielleicht ist ja auch nur die CE zertifiziert. Beflockt habe ich dieses Mal aus Sperrholzplättchen. Die werden mit der Faserlänge und dem Gerät beschriftet, halbseitig mit Leim bestrichen, der wieder von Vampisol kommt und dann beflockt. Betrieben wird der Begraser von Satzolei mit 2 AA-Batterien. Das Gegenpolkabel ist meiner Meinung nach etwas kurz geraten. Grundsätzlich funktioniert das Gerät wie jeder andere Begraser auch. Man muss halt nur höllisch aufpassen, nicht das Gitter am Sieb zu berühren. Beziehungsweise dann halt doch, wenn man Fasern wechseln möchte, da sich die Spannung am Sieb relativ lange hält. Den Knopf muss man dennoch dauernd drücken, sonst findet keine vernünftige Beflockung statt. Das Ergebnis sieht von der Seite betrachtet für die kurzen Fasern ganz gut aus. Bis 4 mm stehen sie ordentlich aufrecht, bei 6 mm wird es etwas unruhig, lediglich 12 mm sieht eher aus wie ein Heufeld, durch das gerade ein Sommersturm gezogen ist und alles zu Boden gedrückt hat. Vergleicht man es aber mit dem Ergebnis des RTS Greenkeepers, fällt auf, dass es direkt weniger dicht aussieht. Ein Eindruck, der sich beim Blick von oben manifestiert. Schon bei 2 mm fällt auf, dass etwas Sperrholz noch immer sichtbar ist. Bei 4 mm werden die Flecken deutlicher, über 6 und 12 mm müssen wir eigentlich gar nicht reden. Noch deutlicher wird das Ganze, vergleicht man es direkt mit dem RTS-Ergebnis. Dort hat man bis 6 mm einen dichten Teppich an Fasern, das darunterliegende Sperrholz ist nicht mal zu erahnen. Bei 12 mm gelingt auch dem RTS kein deckender Teppich, das war aber auch nicht zu erwarten. Der Test zeigt, was zu erwarten war, aber jetzt haben wir es halt auch schwarz auf weiß. Oder grün auf Sperrholz. Der China-Böller taugt für 2 mm. Das sind in Spur N ca. 30 cm. 4 mm, also ca. 60 cm in Spur N und damit schon sehr hohes Gras, kann man mit viel gutem Zureden noch argumentieren. Das war's dann aber auch. Für alles andere und damit auch für größere Spuren ist das Teil schlicht und ergreifend nicht zu gebrauchen. Das wäre aber noch nicht einmal das größte Drama. Das könnte man noch mit Sprühkleber und einem schichtweisen Grasaufbau irgendwie lösen.
Aber das mit dem unter Spannung stehenden Sieb, das geht gar nicht. Also, außer man greift auch gerne an Weidezäune. Die ganze Zeit darauf aufpassen, dass man dieses Sieb nicht berührt, ist in der Praxis völlig unpraktikabel. Und niemand weiß, wie viel Strom da wirklich am Sieb anliegt. Die Anleitung schweigt sich dazu aus, mir fehlt entsprechendes Messgerät, um das zu ermitteln. Das ist mir persönlich zu Joker. Aber jeder muss selber wissen, ob er möglicherweise seine bucklige Verwandtschaft vorzeitig mit der Ausschüttung seiner Lebensversicherung beglücken möchte. Aber was tun, sprach Zeus. Ich sehe durchaus, dass der ein oder andere Modellbahner und Modellbauer Bedarf nach einem günstigen Gerät hat. Und der Greenkeeper ist halt doch um den Faktor 5 teurer als ein China-Böller. Von WW Synix gibt es aber den ProGrass Micro. Der ist zwar immer noch doppelt so teuer, schafft aber problemlos 6 mm und lädt eben nicht vorne das Sieb auf, sondern ist ein klassischer Hopper-Style-Begraser. Wer längere Fasern aufbringen möchte oder zumindest damit liebäugelt, das in Zukunft zu tun, sollte zum Bifloc 50 greifen. Der kostet in der nackten Ausführung mit einem Sieb dreimal so viel, aber man erhält ein Top-Gerät auch für große Längen, das man sich nach und nach mit weiteren Sieben, Detailaufsätzen und so weiter ausbauen kann. Aber bitte kauft keine potenziell gefährlichen China-Böller, nur weil ihr 30 € sparen wollt. Wenn man genau darüber nachdenkt, ist es das definitiv nicht wert.